Morgen, herzlich willkommen bei Hauptsache weg. Mein Name ist Maria und wir nehmen euch mit in unser Wintercamping. Und ich kann nur sagen, es ist sehr aufregend, mit Kindern Wintercamping zu machen. Aber auch wirklich sehr schön. Hey Leute und willkommen zum Wintercamping. Wir sind jetzt hier im Trixie Park. Heute ist Abreise. Und man sieht auch schon, wir hatten gestern wunderschönes Wetter. Es hat richtig schön geschneit. Und über die Nacht ist der Schnee zum Regen geworden. Das ist schon ganz schön glatt. Und da sind wir mal gespannt, wie die Rückreise dann wird. Und heute haben wir noch eine Überraschung. Und zwar besuchen wir heute noch Freunde auf einem anderen Campingplatz. Die kennt ihr wahrscheinlich schon, die haben wir schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Und die machen nämlich auch das allererste Mal Wintercamping. Und die haben sich ein nagelneues Vorzelt geholt, beheizt, und haben uns eingeladen, uns das mal anzusehen. Hier kommt schon der Schneeschieber. Das ist übrigens ungelogen der erste Mitarbeiter, den ich hier sehe. Ich habe ja im letzten Video schon den Gag gemacht, dass man hier nie Personal sieht, aber es ist immer alles blitzblank und das ist wirklich so. Die schleichen sich hier rein wie die Wiesel, putzen wie die Irren und dann ist alles blitzblank, wenn man kommt. Das ist der Tag, nach dem großen Silvestertag. Heute ist Neujahr. Unser Wohnwagen sieht dementsprechend auch aus wie nach einer typischen Party. Ich zeige euch mal kurz, wie es aussieht. Das ist der normale Wahnsinn. Die Winterklamotten. Die Kinder spielen noch. Und da wir ja kein Vorzelt haben, haben wir ja nicht ganz so viel Arbeit. Einfach hier drinnen ein bisschen Ordnung machen, zusammenräumen und ab geht's. Leider. Wintercamping ist so schön. Ich vermisse es jetzt schon. Wir haben ja eine alte Heizung und hier drinnen ist es immer so warm, dass ich die die feuchten Kleidungsstücke hier reinhängen kann und innerhalb ein paar Stunden ist es richtig schön warm und trocken. Das macht mir Spaß. Das Aufräumen macht mir hier wirklich Spaß, weil es geht schnell. Es geht wirklich schnell. Zack, 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 alles von der einen zur anderen Ecke räumen. Und hier hast du ja auch nie so viel. Was hast denn du für eine Schweinerei gemacht da drüben, hä? Komm mal mit. Was ist denn das? Was ist denn das? Hä? Hier? Sind das Luftschlangen? Man sieht hier schon, heute ist Abreisetag. Heute am 1.1. hat der Bäcker zu. Bin ich mal gespannt, wie ich das der Maria verklickere. Shit, die wird bestimmt sauer sein, aber wir haben noch ein bisschen Restbrot von gestern. Aber ich muss trotz alledem sagen, dass ich das jetzt nie ganz so negativ sehe. Es war ein wunderschöner Silvestertag gestern. Es fehlt einem hier eigentlich an nichts.
Du kannst hier Bowle trinken, du hast hier Bespaßung, du hast die Animationen, du hast hier Shows. Absolut für jeden was geboten. So, man sieht hier aber auch schon die ganzen Spuren. Es ist halt so eine Mischung aus Matsch und glatt. Das wird spannend, dann mit dem Wohnwagen rauszufahren, definitiv. Der erste Kollege hat es schon geschafft und ist weg. Aber wir haben es noch nicht mal um 10. Schatz, der Bäcker hat zu. Ach ja, das habe ich mir schon gedacht. Ist nicht schlimm, dann machen wir Toast. Okay, mit der Reaktion habe ich jetzt nie gerechnet. Ja, ich habe mich heute früh im Bett schon gefragt, wie das sein kann. Da muss es ja einen Silvesterhasser geben, der am 1. dann bei hier die Brötchen verkauft. Ein Silvester-Grinch. Ja. Nach einigen stressigen Minuten jetzt nach dem Zusammenpacken frühstücken wir jetzt noch schnell. Ja, einpacken ist Stress mit Kindern und da kommt es dann doch mal zu Geheule bei mir und bei Kindern. Alles, was jetzt noch so runterfallen kann während der Fahrt, müssen wir jetzt auf jeden Fall noch verstauen. Das wollte ich eigentlich hier reintun wieder. Unsere Winterklamotten sind noch nicht drin. Ich tue es trotzdem schon mal rein. So. Im Prinzip brauchen wir immer fast eine Stunde, 1,5 Stunden, 2 Stunden, bis wir alles fertig haben. Und hier verbrennen uns gleich was. Die isst du. Die ist ich. Was einen nicht umbringt, macht einen härter. Ich mache als allererstes für Theodora auf, die hat den schon sichtlich kaputt gemacht. Ja. Das sind die Glückskekse fürs neue Jahr. Theo, es fällt Ihnen nicht schwer, die Initiative zu ergreifen. Ich glaube, das fällt dir wirklich nicht schwer, als Baby zu ergreifen, alles anzufassen und wegzuschmeißen. Stimmt's? Ja. Mache ich meinen auch. Leben Sie Ihre Fantasie aus. Ich habe viel Fantasie. Es bahnt sich eine günstige Möglichkeit an. Was bedeutet das? Es gibt im Moment, wo du was Gutes erreichen kannst. Ich habe gedacht, da steht drauf, ich brauche nie wieder mein Zimmer aufräumen. Ja, das können wir erst nächstes Mal umschreiben. Ihre Aussichten sind bestens. Greifen Sie zu. Ich will uns beim Essen und wir sind ja jetzt hier noch eigentlich in der morgendlichen, muckligen Stimmung. Wir haben es noch nicht mal um 10. Wir haben es kurz nach 9. Und es sind halt direkt 5 Wohnmobile weg, ne? Das geht halt so ruckzuck schnell bei denen. Da standen vor einer halben Stunde noch 2 Wohnmobile. Da stand noch einer. Und da dahinter standen auch noch 2. Silvester ist vorbei und der Campingplatz ist leer. Da liegt doch Marias Kunstwerk von gestern. Made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. Also hier sieht man zum Beispiel, dass heute welche abgereist sind. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Then I'll make you laugh. Jetzt reisen wir gerade ab und ich muss jetzt diese Karte noch losschicken. Didn't I make you feel like you were happy for a while? Hier nochmal ein kleines Fazit zum Wohnwagen und den Schneeklamotten. Wenn ihr im Wohnwagen seid, ist es voll und unordentlich und unkoordiniert. Und wenn alle Personen draußen sind, ist der Wohnwagen so gut wie aufgeräumt. Und picobello.
da alle Klamotten draußen sind. Das sah jetzt aus wie getaktet, aber wir sind alle zufällig gekommen, wirklich. Wir sind jetzt gerade beim Stelzner hochdrehen und im Hintergrund unsere Tochter ist noch am Rodeln. Also genauso muss es doch sein, oder? So, weil das hier ein bisschen schräg ist, ein bisschen steil und der Wohnwagen ganz schön schief steht. Deswegen tue ich den Schutznetz bloß bis zur Hälfte rein, falls er irgendwie kippt, dass wir noch eine Sicherung haben. Wir haben uns jetzt entschieden, die andere Richtung rauszufahren, und zwar rechts lang, weil hier im Hintergrund die ganzen Kinder rodeln und dort die Rodelbahn ist. Und wenn wir hier mit dem Auto und mit dem Wohnwagen langfahren, finde ich das einfach sehr unsicher. Wenn wir fahren, kommt immer so dieses Fernweh ganz schnell wieder. Und ich muss sagen, ich liebe es mehr im Wohnwagen zu schlafen und zu wohnen als in unserer Wohnung. Tatsächlich. Ich liebe es, hier drinnen Urlaub zu verbringen mit den Kindern. Genau das sind die Nachteile, wenn man filmt. Man hat nur eine Hand frei zum sauber machen. Deswegen nehme ich jetzt einen Fuß. Marco, hier ist sie. Hallo. Oh, du warte doch mal. Aber bitte fahr die Schneemänner nicht um dort, bitte. Ich versuch's. A significant light, just where it was needed. Gleaming black as night, cloistered in justice. Boah. Glatteis und Wind. Boah, scheiße. Unser Stellplatz ist komplett im Arsch. Oh mein Gott, ist da überhaupt nichts für mich, ey. Das ist spiegelglatt, glatter als auf der Eislaufbahn. Also, oh. Klar, wenn man an Feiertag hier zurückfährt, hat man natürlich auch kein Winterdienst. Alter Schwede, ey. Kalt, 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 kalt. Oh, so kalt war das auch nicht auf dem Campingplatz. Oh. Meine tollen Anweisungen wieder hier. Ich weiß nicht, was ich mache, aber es funktioniert immer. Oh, da. Es dreht durch. Ach du Scheiße. Er dreht durch. Wir sitzen fest. Scheiße. Du musst da abspannen. Ja, wir müssen irgendwie movern, aber das ist komplett Eis, oder? Ja, ist komplett Eis, auf was du bist. Rutsch nie aus. Boah. Kennst du die Mythos, wo das komplett Glatteis ist, Ja. und du dich so gegen den Wind stellst und dann einfach weg rutschst? Genauso ist es gerade hier. Ich kann da hinrutschen. Gut, dass ich Schlittschuh laufen kann. Sag ich dich aus auf jeden Fall. Marco. Jetzt kommt der Winterdienst am ersten Feiertag, Neujahr. Wow. Du musst etwas drunter legen vielleicht, ja? Hier unten ist alles glatt, wir kommen gar nicht weg. Aber lass ihn erstmal durch.
Stellplatzservice, oder? Top, ey. Und wir haben nichts davon gewusst. Das Witzige wäre ja, da hinten unser Zugfahrzeug ist ja komplett auf Glatteis. Ich muss uns die Maria rausschieben. Aber eigentlich, wenn ich den angekuppelt hätte und einen stärkeren Mover hätte, hätte ich mit dem Wohnwagen-Mover mein Zugfahrzeug hier rausziehen können. Gibt es einen Mover, der so stark ist? Würde mich mal interessieren. Die Maria hat es geschafft. Nicht schlecht. Haha, ich bin die Eiskönigin. Das trifft's wirklich, ey. Das ist wie in der Antarktis hier. Das ist so ein kalter Wind. Muss ich die Tür zumachen, weil es so kalt ist. Wir sind fertig mit Movern. Da steht sie heute an seinem Platz. Und jetzt machen wir erstmal stehsicher. Da wir das Vorzelt nicht mitgenommen haben und aus dem Wohnwagen rausgeräumt in den Keller, mussten wir jetzt unsere ganzen Sachen, die wir mitgenommen haben, hier als Gegengewicht in den Wohnwagen lagern. Und deswegen müssen wir das jetzt wieder umpacken ins Auto. So, was ich immer auf dem Stellplatz mache ist, ich habe ja hier vorne ein Deichselrad mit Federung. Und wenn ich die Stützen runtergefahren habe, dann entlaste ich das, damit die Feder nicht ständig unter Spannung steht. So, als nächstes haben wir hier die Toilette. Und da ist es so, dass wir einen separaten Spültank da drin haben. Und da haben wir hier so ein Stäbchen, das seht ihr hier links, da sieht man den Fülltank. Und das ist normalerweise hier oben reingesteckt und das lasse ich einfach frei. Und wir haben hier so ein Abflusssystem. Hier wird normalerweise das Wasser reingefüllt. Zum Ausfüllen kann man das so kippen, dass kein Wasser mehr rauskommt. Und um Frost zu vermeiden, tue ich den Deckel hier wirklich nur ganz leicht drauf, dass da Luft rein kann. Und da das Röhrchen frei ist, kann da quasi das Wasser verdunsten. So sind wir bisher eigentlich immer ganz gut frostunfallfrei, zumindest durch diesen Tank gekommen. So, hier hinten in der Serviceklappe haben wir noch einen Hebel. Den betätige ich jetzt mal, damit das restliche Wasser hier ablaufen kann. Keine Angst, das ist Frischwasser. Aber das Wassersystem hat noch zwei weitere Hähne. Die sind aber im Wohnwagen drin. Da wir autark sind, kann ich auch Licht anmachen. Dann haben wir hier hinten drin in dem Schrank noch zwei Hähne, die ich jetzt mal aufmache. So, und dadurch, dass wir jetzt auch der Wasserpumpe keinen Strom geben, die Wasserpumpe können wir hier separat an- und ausschalten. Jetzt ist sie an. Jetzt deaktiviere ich sie. Jetzt kann ich die Wasserhähne alle aufdrehen, damit die Leitung ordentlich entlüften kann. Das mache ich hier und das mache ich auch in unserem separaten Waschbecken drin. Da hört man sogar noch ein bisschen blubbern. Wenn einfach der Luftdruck weg ist, zieht das Wasser dann nach unten. So, jetzt haben wir aber noch eine ganz große Baustelle. Der Frischwassertank unten am Boden sammelt sich immer gerne Wasser. Und das ist doof, weil da unten sitzt die Wasserpumpe. Und wenn sich dort nur ein ganz kleines, lass es 2 cm sein, Wasser ansammelt und das gefriert dann, haut euch die Wasserpumpe durch. Und bei uns ist es so, dass der Frischwassertank hier unter dieser Sitzecke ist. So, hier unten drunter, zack, ist so eine Klappe. Kann man aufmachen und dann sehen wir hier den Frischwassertank. Und den machen wir auf. Zack, zack. Und dann kann man hier unten schon sehen, dass hier noch eine ganze Menge Wasser drin ist. Weil das Wasser ja erstmal von der Leitung, die ich aufgemacht habe, erstmal auslösen muss.
So, das Wasser ist auch gar nicht so kalt. Und hier unten sieht man das vielleicht so ein bisschen durch. Da ist nochmal ein separater Abfluss, damit wirklich das ganze Wasser rauskommen kann. Weil hier rechts, das sind die Verbindungsstücke von der Wasserpumpe. Wenn die uns zufriert, haben wir ein Riesenproblem. Jetzt haben wir den Pfropfen rausgezogen. Da sehen wir dort auch das kleine Lichtloch. Damit, wenn ich das nächste Mal hier das checke, damit ich genau weiß, aha, unten ist noch offen. Jetzt können wir das alles wieder zurückbauen. So, that's it. Fenster ankippen etc. machen wir nicht, weil Wohnwagen sind gebaut, um zu atmen. Du hast überall leichte Möglichkeiten. Und sei es da unten das Luftloch, was wir gerade eben aufgemacht haben, wo der Wohnwagen einfach atmen kann, damit er nicht schimmelt. Das ist die Natur des Wohnwagens. Da brauchen wir noch nicht, gar nicht viel mehr machen. Fertig. Und da haben wir jetzt überhaupt kein extra Video drehen müssen. Wir haben das einfach in dieses Video reingewurstelt, wie man einen Wohnwagen winterfest macht. That's it. Das ganze Wasser fließt jetzt ab. Die Lüftung, die hat schön Luft, kann Luft ziehen. Alles kann verdunsten. Alles ist soweit in Ordnung. Licht kann man ausmachen. Das Einzige ist die Batterie. Wenn ich jetzt kein Wintercamping machen würde und einmal im Monat weg wäre, würde ich mir tatsächlich die Batterie ausbauen und würde sie wahrscheinlich mit nach Hause nehmen. Das ist hier in dem Fall kein Problem. Ich kann das mal zeigen. Hier unten drunter, da ist die Batterie. Und das ist auch nicht irgendeine Batterie, sondern das ist eine Spezialbatterie, die, wenn sie kaputt geht, keine Gase entwickelt. Damit man halt nicht stirbt, wenn man drüber schläft. Die ist ein bisschen teurer, aber dafür sicherer. Genau, so machen wir unseren Wohnwagen winterfest. Sicherung raus. Zack. Quasi der Haupt-FI. Damit ist auch der Akku komplett stromlos. Ja, that's it. So sind wir bisher immer gut gefahren. So, und für uns ist aber das Abenteuer noch nicht zu Ende, sondern wir fahren jetzt nochmal an einen anderen Campingplatz. Wir fahren jetzt noch zu 2 besonderen Menschen, die das erste Mal Wintercamping machen. Und ich hoffe echt, dass die mit ihrem neuen Vorzelt es geschafft haben, alles aufzuheizen. Grüß dich. Wartet ihr schon lange hier, oder? Wir haben es einfach gedacht, wir laufen nur vor. mal ein bisschen raus. Ja, damit wir wollten einfach, dass ihr uns auch findet, weil es sind ja doch einige Wohnwegen hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe euren Pantera schon gesehen. Aber ganz ehrlich, so sah das, als wir da waren, noch nie aus, Marco, das Haus. Da sind wir. Das erste Mal Wintercamping. Wie ist jetzt eure Meinung dazu? Würde ich jederzeit wieder machen. Ja, ne? Ja. Du hattest mir Ist so geschrieben, dass du gemütlich. zuerst. Hat einen anderen Reiz, aber ist irgendwie cool. Und was hast du mir geschrieben? Dass ihr zu zeitig die Camping-Saison Ja. beendet habt. Also eigentlich war für uns, Camping war für mich eigentlich Sommer. Sommer, draußen, ganz wenig drin. Jetzt muss ich sagen, drin ist voll toll. Ja, und das ist tatsächlich beruhigend, das ist nochmal anders. Ja, Ja. also, und wir können jetzt schon mitreden. Wir können Sommercamping und wir können Wintercamping. Das Und was stimmt. bevorzugt ihr? Beides. 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 Beides hat seinen Reiz. Beides. Kannst du ja nicht vergleichen. Das ist tatsächlich, ich finde super. Ich habe die Ruhe sehr genossen. Es ist einfach viel ruhiger. Ja. Es ist nicht so viel Trubel. Ja. Und was auch, du hast ja die Sanitärgebäude für dich. Für dich. Ja. Du siehst ja niemanden mit einer gewissen Nee. Duschen. Und das hast du fast auf jedem Campingplatz, selbst jetzt, wo wir im Brixie-Park waren, Silvester. Es war alles voll, aber irgendwie siehst du niemanden in den Sanitärgebäuden. Also wir waren, Ja, ich hatte nämlich zu viel versprochen.
Denn ihr musstet leider das Vorzelt abbauen, sturmbedingt. Das Ja. hätte ich mega gerne gesehen. Bevor ich jetzt was schenke, muss ich noch erst was prüfen. Ich finde euren Wohnwagen nach wie vor so gemütlich. Ja, ist schon echt. Gut, ich kann es jetzt in Ruhe schenken. Wir haben jetzt in 48 Stunden 30% Gas verbraucht. Und das ist gut. Also wenn du den auf 1800 Watt laufen lässt, ja, dann wird es auch hinterm Wohnwagen warm, weil der Stromzähler ackert. So. Ja, naja, es war schon tatsächlich ein bisschen, aber egal. Wir haben es mal probiert. Für solche Verhältnisse hörst du ja auch, selbst die Leute mit ihren Dieselheizungen kommen in ihre Grenzen. Oh, ist das schön. Weißt du, wo Ist immer noch hier alles. Sieht man schön so die Frostschicht. Wenn man hier dann Aber der Himmel. Lass uns kurz ans Eis gehen. Das ist schon ein großer Riss. Nee. Guck mal hier, siehst du? Ja. Das Wasser rauskommt. Riecht es? Ja. Ja, kann man nicht drauf gehen. Nee, würde ich jetzt auch nicht machen. Nasse Füße. Aber das muss ich echt sagen, die Natur ist einfach Ja, einfach ein Naturschutzgebiet. Ist einfach schön. doch schön. Also Radeburg wurde trotzdem, glaube ich, gesprengt. Mal gut gehört. Da drüben Ja. ist ja, ne? Ja. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow you down. Abend. Danke. I knew we were on borrowed time. Just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep. Wir sind ja hier gutes Essen gewohnt beim Brettmühlenteich. Aber das habe ich bisher noch nicht gegessen, noch nicht gesehen. Ich habe diesmal die Pommes mit Käsesoße, die habe ich auch das erste Mal auf der Karte gesehen jetzt. Aber ich bereue es gerade, dass ich keine Pizza genommen habe. Ich wundere mich sowieso, dass ihr zwei Pizzen nicht sind so groß, die Pizzen. Ja, bereu ruhig. Bereu noch ein bisschen. Du kannst ja gerne einen. So Schatzen. Ich wollte noch mal ärgern. Ah, hier. Nein, Hier ist keine Kerze, oder? nee, brennt nicht an. Das seid ihr, das ist für euch. Also vielen Dank. Weißt du, was ich nämlich von der Schokolade liebe? Ich liebe immer die Kaffeesahne. Oh ja. Und der Marco liebt mal Edelmarzipan. Leider Gottes. Nein! Was? Nein. Wir haben ein neues Haustier. Ein Haustier? Frisst sich das durch die Verpackung? Dann drehst du doch um. Wenn wir es transportieren? Oh mein Gott, ist das toll. Also, ey, das ist ja Auch selbst gemacht. Echt? Nichts machen lassen. Meine lieben Freundin macht ist das. das schön. Okay. Verrückt. Krass. Das meinte ich, dass wir uns rechtlich auf schmale Fuß fanden. Wir mussten euer Logo nutzen. Oh, das sieht cool aus. Schatz. Ich überlege gerade für was. Wow. Einzelstück. Das ist doch genau das, was ihr habt, ne? Das ist genau das? Ich liebe diese Körper. Ne? Also ich bin jetzt echt geflasht, muss ich echt sagen. Definitiv. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben gerade eben diese tollen Geschenke bekommen von Tina und Lars. Und die haben das machen lassen von der Judith. Und zwar von Seenadel Do It Yourself. Also ich muss echt sagen, ich liebe diese Körbe. Und man sieht einfach, dass das alles mit Liebe handgemacht ist. Also vielen, vielen Dank fürs Herstellen. Und vor allem mit unserem Logo drauf. Wir lieben es jetzt schon. Und es wird definitiv im Wohnwagen Platz haben. Vielen, vielen Dank. Wir werden sie auf jeden Fall unten noch mit verlinken. I will be the last to Weil ihr leave. liebt den Trixie-Park I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow you down. I knew we were on borrowed time. Schön, dass ihr das Video angesehen habt beim Wintercamping. Wir werden auf jeden Fall weitermachen mit Wintercamping. Ihr auch? Ja, wir auch. Unbedingt. Definitiv eine wunderschöne Erfahrung. In diesem Sinne, Hauptsache weg!